Was wir tun. Und ganz groß. Alles, was wir tun. Und wir ganz klein. Oh ja, ja. Alles, was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Wir brauchen Veränderung. Die klassischen Staatstheater, die wagen viel zu wenig. Die Anzahl der Schauspieler und Schauspielerinnen mit entsprechenden migrantischen, postmigrantischen Hintergrund ist ja äußerst gering an Staatstheatern und Stadttheatern. Bis vor wenigen Jahren war das schon sehr befremdlich, wie gering die Nachfrage war. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten. Und wir müssen es öffnen, sowohl für die Zuschauerinnen als auch für die Produzentinnen. Die Klientel, die sich im Grunde über die Abos dann dort auch einkauft, die natürlich wenig bereit sind, auch ihre Sehgewohnheiten zu verändern. Okay, mach mal so. Pose, das Gleiche. Ja. Und ich bin der Altamas Nur, ich bin Schauspieler und Regisseur. Ich habe damals nach der 10. Klasse mich nicht darum bemüht oder zu spät bemüht, eine Schule zu finden, mich zu bewerben. Und dann erst nach den Sommerferien, als der erste Schultag schon losging, saß ich mit einem Freund von mir im Auto und wir sind alle Schulen hier in Hamburg haben wir besucht, sind rumgefahren und haben uns beworben und gesagt, ja, wir wollen anfangen, wir wollen hier gerne zur Schule gehen. Wir haben uns alles vergessen, wir haben uns nicht beworben, sorry. mach ein schönes Foto. Dankeschön. Wir werden alle berühmt gleich. Die Schule hier hat dann gesagt, gut, jetzt in die Klasse, der Unterricht fängt gleich an. Mein Name ist Olaf Bubley, bin Theaterpädagoge. Hat sich schon zum Vorteil verändert, ne? Diese Ecke habe ich nie gesehen. War an dieser beruflichen Schule Lehrer. Mit Altamas eben nur im Sportbereich zusammen gewesen und hat halt seine Sportstunden abgerissen. Und irgendwann stand die Frage an, was passiert mit mir eigentlich? Und dann hat er sich mir anvertraut und dann haben wir doch länger über seine mögliche Berufsperspektive reden können. Jeder kennt ja Hollywood-Filme oder hat irgendeinen Star, den er toll findet. Hollywood, da will ich hin. Naja, meine Eltern waren erst skeptisch, kennen nur Bollywood und haben dann, die erste Reaktion von meinem Vater war, bist du jetzt Shah Rukh Khan oder wie? Mach doch was Vernünftiges, also Arzt, Ingenieur, Pilot, das sind doch die 3 Berufe. So Schauspiel. Wie alt sind Sie, wenn mir die Frage gestattet sein sollte? 28. Und dennoch beziehen Sie Gehalt nach der Besoldungsgruppe A13? Ja, plus diverse Sonderzulagen. Das ist ja interessant. Aber dann, als die gesehen haben, dass ich das wirklich möchte und Leidenschaft dafür habe, haben sie mich dann unterstützt. Ich wusste nicht, dass es so eine Ausbildung gibt. Der Olaf Bubley, der hat mir dann von der Schule für Schauspieler erzählt und sagte, guck es dir doch mal an, da kannst du auch mal einfach reinschnuppern und vielleicht wäre das was für dich. Und so habe ich die Schule kennengelernt und habe da einen Orientierungskurs besucht und die haben mich übernommen und haben mir ein Angebot gemacht, hier, du kannst hier anfangen und habe gesagt, okay, so machen wir das. Guck mal ein bisschen höher. Ja. Mein Name ist Jan Oberndorf und ich bin einer der künstlerischen Leiter der Schule für Schauspiel Hamburg. Jetzt kommt der Schulleiter. Ich habe Altamas vor 11 oder 12 Jahren kennengelernt. Und zwar hat er hier einen 4-tägigen Orientierungskurs gemacht bei uns, mit dem wir junge Leute einladen, die Schule kennenzulernen. Und gegebenenfalls auch, wenn wir dann talentierte junge Leute sehen, sie auch in unsere Ausbildung aufzunehmen. Und Altamas war in einem dieser Orientierungskurse, die ich tatsächlich selber gegeben habe. Es gibt einfach junge Menschen, die kommen durch die Tür und die haben was zu sagen. Die wollen in diesen Beruf, die wollen in die darstellende Kunst, die haben Geschichten zu erzählen, die haben eine Notwendigkeit, die haben einen Drang. Und bei Altamas war das total klar. Also ich wusste es eigentlich nach einer halben Stunde. Und hier hat es auch angefangen, in diesen Räumlichkeiten hier, genau dieser Saal. Das waren gefühlt 2 Welten, die aufeinander geprallt sind. Ich kam aus einem Kulturkreis, Freundeskreis, Stadtteil, wo ich wenig Freunde hatte, die deutsch waren. Und hier war es so, dass ich in der Klasse war oder mit Menschen zu tun hatte, die vielleicht wenig Kontakt mit Menschen mit meinem Hintergrund hatten. Da gab es Missverständnisse, da gab es Schwierigkeiten. Das war nicht immer ganz einfach. Ich musste mir so oft anhören, so, du sprichst nicht akzentfrei, du musst noch besser Deutsch sprechen. Das waren so wo man dachte, so, Moment, ich spreche doch die Sprache, also verstehst du mich überhaupt nicht? Ich hatte nur ein bisschen Angst, aber trotzdem hatte ich die Vertrauen. Es gibt natürlich immer die Aufgabe, auch eine Sprachkompetenz zu trainieren. Aber
Ich nenne mal ein ganz plumpes Beispiel. Es gibt unglaublich viele weltberühmte Schweizer und österreichische Schauspieler und Schauspielerinnen. Denen hat man den Akzent auch nie abtrainiert. Also deswegen, finde ich, haben wir uns da auch bewegt, da haben wir uns verändert. Und wenn da irgendwie noch eine persönliche Note von irgendeinem Akzent drin ist, ist das vielleicht auch interessant. Dann ist das vielleicht auch die künstlerische Persönlichkeit, die wir da vor uns haben. Da er um das Archetypische der Reisesituation, die ja ein Bild für unsere Existenz hier an sich ist, weiß, zieht bei all dem sein Leben wie eine Metapher an ihm vorbei. Mit den Lehrern hatte ich kaum Probleme. So, das war alles toll hier. Aber mit den Mitschülern hat man schon gemerkt, dass da Unterschiede sind. Das war für sie fremd, aber auch für mich. Für uns beide Richtungen war das fremd. Ich dachte, ich muss Deutscher werden, so, um anerkannt zu werden. Vor allem auf der Bühne muss ich muss deutsch sein. So. Nur so funktioniert das, nur so nehmen sie mich an. Deswegen habe ich aber auch nicht vorgesprochen damals. Ich habe mich für Film entschieden und dachte so, Theaterbühne, das wird nichts. Die wollen Typen wie mich nicht sehen. Ich sehe auch niemanden so. Mich fühle ich nicht repräsentiert auf einer deutschen Theaterbühne. Eigentlich wollte ich gerne zur Bühne, aber ich hatte Angst, weil es wurde mir verdorben. So. Die Vorstellung, auf einer Bühne stehen zu dürfen. Aber ich habe eine große Leidenschaft für die Bühne. Super. Mein Name ist Herbert Enge. Ich leite hier im Thalia Theater den Bereich Thalia Jung und Mehr und bin leitender Theaterpädagoge. In den letzten Jahren hat sich sicher einiges getan. Wir haben seit 2 Jahren Referenten für Diversität. Es geht um eine andere Orientierung in der Programmplanung, eine andere Orientierung auf Publikum, Publikumsarbeit und eine andere Orientierung auf Personal. Da wird schon kontinuierlich sehr intensiv daran gearbeitet. Das bildet sich mittelbar ab, will ich mal sagen. Also beim Personal sehr mittelbar, ein bisschen selbstkritisch gesehen. Es bildet nicht die Zusammensetzung der heutigen Stadtgesellschaft ab. Das Ensemble des Thalia Theaters oder weitgehend die Ensemble der Staatstheater und Stadttheater und Landesbühnen mitnichten. Wenn wir die Abschlussjahrgänge uns anschauen, die jungen Leute zu Vorsprechen einladen oder eingeladen werden zu Vorsprechen der staatlichen Schauspielschulen, erleben wir mitnichten eine diverse Zusammensetzung von jungen Leuten, von jungen Absolventinnen und Absolventen. Mein Name ist Sabina Dein. Ich bin Direktorin der Theaterakademie an der Hochschule für Musik und Theater. Die Diskussion ist absolut virulent bei uns in der Hochschule. Sie wird auch sehr stark getragen von den Studierenden, die dafür sorgen, dass Kommissionen divers besetzt sind. Aber man sieht schon, die Klassen werden diverser. Ja, wir haben eine der Proberäume. Wir haben 5 Proberäume für die Regiestudierenden. So, wenn Sie sich eine Hochschule für Musik und Theater ansehen, dann sind die Bildungsabschlüsse der Eltern deutlich höher als in allen anderen Studiengängen wie Jura, BWL oder sonst was. Das heißt, wir haben schon eine sehr bildungsbürgerliche Blase hier an den Hochschulen. Insofern ist die Frage, wie definieren wir unsere Kriterien? Und bislang sind an dieser Hochschule und auch nicht nur an dieser Hochschule, sondern überall an den Hochschulen die Kriterien für eine Schauspielaufnahme, das Beherrschen, als auch das akzentfreie Sprechen der deutschen Sprache gewesen. Und darüber müssen wir selber uns klar werden, wie weit wir davon auch abrücken wollen. Oh, aber eine gute Deutsche macht dieser so nicht, hä? Wir haben alleine in den letzten Monaten mehrere Anrufe bekommen, sowohl von der ZAV, also von der KünstlerInnenvermittlung, als auch direkt von Theatern, die jetzt häufiger tatsächlich frei werdende Vakanzen ganz bewusst ausschreiben für mit mehr Diversität. Also ganz klar, immer wieder taucht der Begriff BIPOC auf. Also da tut sich was. Da will man offenbar auch an den Theatern nachholen. Muss man auch, finde ich. Wir bilden ja sehr viel auch für den TV- und Filmmarkt aus. Und da hat sich natürlich noch viel mehr. Da ist es ja schon viel schneller angekommen. Also da werden ja inzwischen Drehbücher, Geschichten erzählt, in denen viel mehr natürlich unterschiedlichste Charaktere mit unterschiedlichsten kulturellen Konnotationen auftauchen. Wenn wir da zu früh anfangen, darüber nachzudenken, was will der Markt, dann bin ich schon in der Falle. Dann bin ich schon auch in meinen Klischees. Dann bin ich auch schon, weil dann kommt, wenn wir über Altermarsch reden, dann kommt ein junger Mann, der in Afghanistan geboren und die ersten 14 Jahre aufgewachsen ist und dann
bin ich schon, dann rattern schon meine ganzen Vorurteile. Ich habe den Flüchtling gespielt, den Kommissar, den Lehrer, den Arzt und den Gangster, den Terroristen. Und wie oft spielt dann dein Aussehen oder deine Herkunft keine Rolle? Keinmal. Hat immer eine Rolle gespielt. Es hat immer eine Rolle gespielt. Das ist das Problem, ja. Ich glaube, du bist einfach nur manchmal eifersüchtig. Weil ich diesen Polizeikram besser drauf habe als du. Ah! Okay, lass los! Es muss immer erklärt werden, warum die Person jetzt da ist, was die Funktion ist. Und ich möchte gerne einfach einen Arzt spielen, ohne zu begründen, dass ich nach Deutschland gekommen bin und dass meine Herkunft oder mein Aussehen gar keine Rolle spielt. Dann trafen wir uns nach längerer Zeit und ich kriegte mit, Mensch, er hat da seine Ausbildung nicht nur belegt, sondern er hat auch einen guten Abschluss gemacht und ist dann inzwischen auch wirklich zu einem sehr ernstzunehmenden jungen Schauspieler und Anbieter von Schauspielkursen geworden. Und jetzt? Ha! Ho! Chaka! 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 Richtig. Chaka! Und groß! Also wenn ich in ein Gespräch komme mit jungen Menschen und die sagen, du bist Schauspieler, oh wow, cool. Ey, kann ich auch Schauspieler sein? Glaubst du, das wird bei mir auch funktionieren? Dann sage ich, ja, siehst du, bei mir hat es ja funktioniert. Es ist nicht einfach, ich weiß, aber dann haben sie halt eine Person, an der sie sich orientieren können. Ich glaube, wir sind in einem Wandel, und zwar in einem sehr umfassenden. Und das heißt aber auch, dass wir uns täglich neu überprüfen müssen, wie wir gucken, was wir gelernt haben, was wir verlernen müssen und dass wir uns einfach nie zu sicher sein sollten. Ich sehe auch, dass vieles sich bewegt auf den deutschen Bühnen, langsamer als im Film, aber es bewegt sich was, es tut sich was und ja, ich bin guter Dinge. Alles, was wir tun, oh ja, ja, alles, was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen Veränderung. Denn wir wissen ja, alles, was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Alles, was wir tun, alles, was wir tun, alles, was wir tun, alles, was wir tun, alles, was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so. Wir brauchen Veränderung, Veränderung, wir brauchen Veränderung, Veränderung. Ja, ja, alles, was wir nicht tun oder sein lassen, verschwindet nicht einfach so.